Wir sind zurück. Herzlich willkommen im Jahr 2022 von unserer Seite. Bestimmt ist euch aufgefallen, wir haben eine kleine Pause eingelegt. Aber jetzt sind wir, wie gesagt, zurück und zwar mit einer speziellen Überraschung. Wir haben einen besonderen Gast, Alex Megos. Natürlich ist es nicht der echte Alex Megos, aber was wir eigentlich sagen wollen, wir haben einen neuen Hauptsponsor, Petzl. Und da dachten wir eben, wäre doch cool, wir hätten eine Person von Petzl in der Sendung, aber der Megos ist auf dem Weg nach Spanien. Beta, die monatliche Klettersendung, wird präsentiert von Bächli Bergsport, Petzl und Etrefort. Was war diesen Monat wichtig, beziehungsweise die letzte? Servus. Ja, jetzt sind wir zurück und wir sind mit einer Überraschung zurück. Wir haben niemand Geringeres als Alex Megos im Studio. Genau. Ja, Alex, herzlich willkommen in der Sendung. Ist natürlich super, dich live und echt da zu haben, nicht nur als Pappmasche. Aber hilf mir das zu verstehen, wo ist der Remo? Ja, mit dem Remo haben wir heute Jobtausch gemacht. Also ich bin jetzt bei dir hier im Studio und wir moderieren zusammen. Und Remo macht halt so das, was ich den lieben langen Tag mache. Was machst denn du den lieben langen Tag? Naja, also ich denke, ein ganz großer Teil meines Tages geht dafür drauf, dass ich the Carrot of the Day finde. Und das ist gar nicht so leicht, also eine schwierigere Aufgabe, als man denkt. Und das macht jetzt der Remo für dich? Remo ist jetzt im Einsatz und sucht fleißig nach the Carrot of the Day. Okay. Guten Tag, kleine Frage. Können Sie mal sagen, wo ich die Carrot of the Day finde? Was ist denn das? Können Sie mir helfen? Ich suche die Carrot of the Day. Sorry, keine Ahnung. Keine Ahnung. Johnny, sag mal, weißt du, wo ich die Carrot of the Day finde? Hallo, guten Tag. Ich suche die Carrot of the Day. Können Sie mir weiterhelfen? Okay, lass mich mal überlegen. Ich glaube, da habe ich was für euch. Gut, schauen wir mal. Carrot of the Day. Ich würde sagen, wir haben die Carrot of the Day gefunden. Ich hätte es nicht gedacht, aber hier an diesem Stand in St. Gallen sind wir fündig geworden. Ich würde sagen, der Alex würde so eine Karotte auch publizieren. Was meinst du? Ja, ich habe die Karotte mitgebracht. Ich hoffe nach dieser Anstrengung, dass die auch deinen Ansprüchen genügt. Noch mal sehen. Ja, ich würde sagen, Bioqualität, das sieht doch nicht so schlecht aus. Also ist natürlich immer noch Luft nach oben, muss man auch sagen. Aber für deinen ersten Tag hast du dich sehr gut geschlagen. Aber Luft nach oben, gut, dann erklär mir mal, was sind denn so die Kriterien, auf was achtest du? Also ich denke, es ist wichtig, dass man sich die Farbe des Drecks und der Erde anschaut. Die ist ein wichtiges Indiz, ob die Karotte gut gewachsen ist und wie sie schmecken wird. Bioqualität und Geruch, ganz entscheidend. Und diese Verzwirbelungen, die sind, würde ich sagen, was die Karotte of the Day einfach ausmacht. Das ist ganz wichtig. Das ist quasi wie eine Skulptur damals von den alten Griechen. Und ja, aber teilweise auch an die Neuzeit angelehnt. Ich habe auch beispielsweise eine Karotte gefunden, die hat mich aufgrund 2 Ohren an Alex Honnold erinnert. Und die habe ich dann The Solo Carrot genannt und hat einen Ehrenplatz bei mir in der Vitrine. Okay, mal schauen, was Alex Honnold dazu meint. Some Alex Megos eats carrots for power, and I realized that peppers are more nutritious and more delicious, so they must have more power. Take that, Alex Megos. Take that, Alex Megos. Er schwört auf Paprika. Ich muss ihm recht geben, Paprika ist natürlich auch super, aber ich würde gerne mal wissen, wenn Alex Honnold seinen Rucksack packt und die Paprika ganz unten reinschmeißt, dann sein ganzes Kletterzeug und nach 3 Stunden, die er dann zum Fels läuft, würde ich die Paprika gerne mal sehen. Der hat halt kein Kletterzeug dabei. Der hat nur natürlich. Jog dabei. Ja gut, also für ihn funktioniert Das es. ist die Erklärung. Ja, aber die Karotte ist trotzdem im Vorteil, finde ich, gegenüber der Paprika. Die zerdrückt schon nicht so, oder? Ja, aber ich würde sagen, das Thema Gemüse wollen wir es abhaken an dieser Stelle. Ich denke, es gibt Wichtigeres zu besprechen, wenn wir schon mal Alex Megos hier haben. Ich möchte am Schluss wenigstens noch ein paar Fragen stellen zu den Karotten, aber können wir gerne auf den Schluss der Sendung verschieben. Wir haben nämlich die Kletternews, die Kursnews jeweils zu Beginn der Sendung und die könntest du heute lesen. Du hast die Ehre, unsere Kursnews zu lesen, lieber Alex. Dankeschön. Der Schweizer Bergsportausrüster Mammut nimmt Adam Ondra unter Vertrag. Bislang war der Tscheche langjähriger Partner des Mammut-Rivalen Black Diamond. Mit Adam stößt eine Persönlichkeit zur Mammutfamilie, die sowohl Athletinnen und Athleten als auch Kletterbegeisterte auf der ganzen Welt inspiriert.
lässt sich Stefan Sigrist von Mammut zitieren. Vor rund 3 Wochen beginnen die Holländerin Lynn van den Berg und die Britin Faye Manners die Südwandroute Phantom Direct an den Grand Geras im Mont Blanc Massiv. Phantom Direct gehört mit rund 1600 Metern zu den längsten Eisrouten Europas. Van den Berg und Manners sicherten sich am 26. Januar nicht nur die erste weibliche Begehung der Linie, sondern die erst 5. Begehung überhaupt. Ebenfalls stark unterwegs, nicht im Eis, sondern an den Tessiner Granitblöcken, waren die Damen Brooke Raboutou und Alizée Dufresne. Dufresne projektierte über mehrere Wochen den 8B-Boulder Versace im Verchaska-Tal, bis sie am 20. Januar nicht mehr unter, sondern auf dem Block stand. Noch einen Ticken schwieriger boulderte die Olympionikin Raboutou. Sie holt sich während eines Tessin-Trips die erste weibliche Begehung des 8B+ Boulders Ewer bei Cristiano und knackte mit Heritage einen zweiten Boulder im oberen 8. Franzosengrad. Letzteren kletterte dann Dufresne wenige Tage später gleich auch noch. Als Jakob Schubert verkündete, dass er nach Las Vegas fliegt, wurde wild spekuliert. Versuchte die Sportkletterroute Jumbolov 9B oder den 9A-Boulder Return of the Sleepwalker. Letzteres sollte es sein. Alle Züge des brachialen Boulders seien gelungen, hieß es schnell. Doch dann blieb es ruhig, bis letzte Woche Jakob Schubert sich zu Wort meldete. Heute habe ich ernsthafte Versuche gemacht, unternommen und war nah dran, verkündete er. Doch entgegen der Vermutungen konzentrierte sich Schubert vorerst auf die Stehstartversion, bewertet mit 8C+. Inzwischen ist er wieder in Europa ohne Erfolg, wie er auf Anfrage mitteilte. Ja, der Jakob Schubert, der ist ja in der Form seines Lebens, habe ich so einen Eindruck. Im Dezember war er in Spanien, wie du ja auch. Jetzt hier hat er irgendwie so ein bisschen auf die Welt gekommen, hat man den Eindruck, oder? Ja, also schon ein bisschen. Ich denke, dass er vielleicht vermutet hat, dass er den Boulder klettert, in die Stehstartversion. Aber man muss halt auch sagen, es ist trotzdem eine ganz andere Kletterei. Granit oder Sandstein ist, ja. Sandstein hat man bei uns in Europa relativ wenig zum Klettern. Insofern ist es sicher eine spezielle Kletterei dort. Aber meinst du nicht, er hat den 9A-Boulder im Visier gehabt und ziemlich schnell gemerkt, oh shit, geht gar nicht? Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass er hingeflogen ist, um mal den 9A-Boulder anzuschauen. Also wenn er schon dort ist, wird er sicher auch mal die unteren Züge probiert haben, um so zu sehen, wie es aussieht. Vielleicht auch dann mit der Idee, irgendwann später mal wiederzukommen. Die Damenbegehung Ewer von Brooke Raboutou, das ist ein Boulder, da habe ich, glaube ich, gehört, da hast du auch ziemlich zu schaffen dran gehabt. Da hast recht. Ich habe das auch mal probiert. Ich glaube, es hat auch gar nicht viele Begehungen. Ich glaube 2 oder so, 3 jetzt mittlerweile mit Brooks Begehung. Aber hatte ich auch mal probiert, glaube ich, am Tag, nachdem ich Dreamtime geklettert hatte. Also eigentlich dachte ich einigermaßen fit. Waren Yannick Floé, ein Teamkollege von mir aus Deutschland, und ich an dem Boulder. Haben dann ganz schnell gemerkt, dass wir da keinen einzigen Zug bringen und haben dann in der Dämmerung den Platz verlassen. Und Yannick hat nur gemeint, Gott sei Dank hat uns hier keiner gesehen. Also es kommt auch bei euch vor, dass ihr manchmal keinen Zug hinbringt? Ja, auf jeden Fall. Also bei so schweren Bouldern ist es ganz massiv auch der Liegefaktor, wie es einem liegt. Und da gibt es halt einfach spezielle Züge und manchmal sind die Boulder einfach schwer, da bringt man am Anfang auch keinen einzigen Zug. Wir wollen auf jeden Fall gleich noch viel mehr mit und über dich sprechen, Alex. Wir haben dich für die ganze Sendung. Aber wir erwähnen jetzt doch noch ein paar Dinge, die ein bisschen zu anderem Thema sind. Es ist ja schließlich Winter und da wollen wir zuerst einmal ein Buch vorstellen, das neu rausgekommen ist, dieser Mixed und Dry Tool Führer der Schweiz. Ein erstes wirklich Standardwerk. Sehr schön, hat mir gefallen. Ich habe noch nichts unternommen, aber... Das muss ich mir auch besorgen. Ein Buch schon mal angeschaut. Ja, wie hast du es denn so mit Eisklettern und Mixklettern? Ich habe einmal Dry Tooling in der Halle gemacht, in Kanada. Und dachte mir, Gott sei Dank bin ich kein Dry Tooler. Immer mit diesen 2 Dingern da vor sich rumfuchteln. Da hat man dann immer eins gleich im Gesicht. Das ist nichts für mich. Wir sind eigentlich mit Skifahren und Snowboard. Da hat es ja kürzlich, habe ich Bilder gesehen von Adam Ondra. Schauen wir uns kurz an. Ist das geil? Ja, sehen wir dich auch ab und zu mal auf dem Snowboard? Gibt es mal Bilder von dir? Also wenn, dann auf Skien. Aber ich war auch schon längere Zeit nicht mehr Skifahren. Aber ich bin mir sicher, ich komme auch überall runter. Watch out behind you guys, watch out behind you. Sehr schön. Ja, andere Leute, die definitiv runterkommen beim Skifahren, das sind Jeremy Heitz und Sam Antamatten. Die 2 Alpinisten haben nämlich einen Film veröffentlicht. Wir waren an der Schweiz-Premiere, Dominik und ich und auch Luca. Der Film heißt La Liste Everything or Nothing. Die fahren da vom 6000er Bergen runter, also wirklich echt übel.
checkt diesen Film. Infos findet ihr auf der Webseite des Films. Dominik, du hast dich, glaube ich, mit Sam Andermatt dann nach dem Film noch getroffen und ein Porträt geschrieben, richtig? Genau. Ja, ihr findet das Porträt auf flackrux.com. Ich habe Sam Andermatt bei sich zu Hause in Zermatt getroffen. Ich habe ihn gern getroffen. Für mich ist er ein sehr interessanter Allrounder im Moment. So ein bisschen der beste Allrounder für mich persönlich im Alpinismus. Der ist Top-Skifahrer, war schon immer Top-Bergsteiger, Sportklettern auch. So schnell mal 8A plus und so hat er immer noch drauf. Und jetzt eben neue Maßstäbe im Skifahren. Also es sind wirklich interessanten Typen. Kennst du ihn? Nee, aber hört sich nach einem richtigen Allround-Sportler an, der auch ernsthaften Bergsport betreibt. Beta, die monatliche Klettersendung, wird präsentiert von Bächle Bergsport, Petzl und Etrefort. Wenn euch das gefällt, und das tut sicher, weil wir machen einen geilen Job hier, dann könnt ihr abonnieren, subscriben, liken, teilen, was auch immer ihr auf Social Media so machen könnt. Ja, sprechen wir noch ein anderes Thema an. Du hast ja Bibliografie geklettert in Seus, 9C als Vorschlag gemacht. Dann kam Stefano Ghisolfi, hat dann die Route probiert, hat andere Beta gefunden und auf 9B Plus korrigiert. Was war das für ein Gefühl für dich? Ja, ich denke, es war auf jeden Fall gerechtfertigt. Also als ich dann auch gesehen habe, was sie für eine andere Beta gefunden hatten, habe ich einfach nie probiert gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich denke, ich war einfach dann an einem Punkt, wo ich mich sehr festgefahren hatte mit meiner Beta, wo ich dann schon viel Zeit investiert habe. Und dadurch, dass ich meine Beta auch öfter geändert hatte, war ich mir dann am Ende sicher, das ist meine Beta, damit werde ich es klettern. Habe es dann auch damit geklettert, aber ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch nicht mehr angefangen, links und rechts zu schauen, was es sonst noch so gibt. Und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass er seine ehrliche Meinung dazu gesagt hat, weil eigentlich gibt es nichts Schlimmeres in der Kletterwelt als Unehrlichkeit und dieses Ego ist immer ganz groß, abwerten und nichts aufwerten, das übernimmt manchmal Überhand und das finde ich auch nicht korrekt. Also wenn da jemand ganz neutral und sachlich seine Meinung dazu äußern kann, fände ich das eigentlich cool. Ist es aber trotzdem ein negatives Gefühl, abgewertet zu werden? Oder wie muss man sich das vorstellen? Es ist ja auch eigentlich entscheidend für deine Karriere ein Stück weit, oder? Ich würde nicht sagen, dass es ein negatives Gefühl ist. Klar ist man erstmal so ein bisschen enttäuscht, aber eher enttäuscht, dass man nicht die richtige Lösung gefunden hatte oder nicht die leichteste Lösung, als dass jetzt jemand die Route abgewertet hat. Also das wollen wir uns jetzt gerade mal schnell anschauen. Wir haben ja in einer früheren Sendung so einen Beta-Vergleich gemacht zwischen dir und Stefano Ghisolfi. Ich denke, wir schauen das gleich mal zusammen an und dann sprechen wir nachher darüber. So klettert Alex Megos die Schlüsselstelle. Er nimmt eine schräge Leiste links auf Schulter und macht einen Crossover-Match mit rechts dazu. Dann greift er in ein Loch, das er mit 2 Fingern hält. Stefano Ghisolfi hingegen macht einen Handwechsel an der schrägen Leiste und kann das Loch danach mit 3 anstatt 2 Fingern greifen. Soweit so gut. Die Schlüsselstelle klettern die beiden also ziemlich ähnlich und empfinden sie auch beide als ungefähren 8A Plus Boulder. Größere Unterschiede gibt es aber im oberen Teil. Schauen wir uns das an. Das ist die Stelle, wo sich die beiden Wege ein bisschen trennen. Hier klettert Stefano Ghisolfi nach links. Wir sehen mit links einen Untergriff an einer Untergriffleiste. Jetzt nochmals ein Untergriff. Man sieht, er ist jetzt etwas links der Linie, kommt mit rechts in ein Loch, das Alex Megos mit links greift. Diesen Griff, den er jetzt nimmt, den nimmt Alex gar nicht. Und ab dem nächsten Zug, ab diesem Loch, sind sie wieder auf der gleichen Linie. Schauen wir uns jetzt die gleiche Sequenz bei Alex Megos an. Sie ist aus einem anderen Winkel gefilmt, aber man kann es trotzdem ganz gut erkennen. Oben links im Bild ist jetzt dieses Untergriffdächlein, sage ich mal, erkennbar, das Stefano Ghisolfi nutzt, das Alex Megos jetzt aber links liegen lässt. Er orientiert sich eher nach rechts im etwas bräunlichen Fels, hat hier eine etwas direktere Linie, kann gar keine Echse klippen, er legt das da im Film, da oben gibt es einfach Sieg oder Flieg, hat jetzt eine schlechte Leiste und einen ziemlich ausgestreckten Zug an dieses Loch mit links, das eben Stefano Ghisolfi mit rechts hat. Unter dem Fuß von Alex sieht man jetzt gut den Untergriff, den Stefano nutzt. Und ab hier sind sie ungefähr wieder gleich unterwegs, ziemlich gleich sogar. Alex nimmt jetzt auch dieses seichte Loch mit rechts und verlängert gleich weiter ins bessere Loch. Jetzt lassen wir es dich kommentieren. Ja, aber also es ist ja nicht so, dass ich den Untergriff nicht gesehen hätte. Aber irgendwie habe ich das in meinem Kopf nicht sinnvoll einbauen können und hatte dann
witzigerweise halt auch nie sinnvoll, also nie wirklich ernsthaft probiert. Weil ich war dann fixiert irgendwie auf rechts, weil ich dann da eben diesen einen neuen Griff gefunden hatte. Ich hatte ganz am Anfang eine ganz andere Variante, die, glaube ich, viel, viel schwerer war. Und als ich dann aber 3 Monate später wieder gekommen bin, um weiter zu probieren, konnte ich da oben die Einzelzüge von meiner Variante nicht mehr klettern. Habe dann alles umgebouldert, bin dann mit meiner neuen Variante gekommen und war halt so froh, dass ich da rechts außen noch einen Griff gefunden hatte. Da dachte ich mir, ja, das muss es sein. Und habe dann nie wirklich ernsthaft da probiert, mit dem Untergriff was anzufangen. Kann es denn sein, dass die Variante, die du geklettert hast, 9C ist? Also ich denke, die Variante, die ich ganz am Anfang probiert hatte, die war sicher 9C, weil die war viel schwerer. Ob die Variante, die ich jetzt da probiert habe, 9C ist, also ich könnte mir vorstellen, dass sie schwerer ist, weil alle, die probiert hatten da oben, haben sich für die Variante von Stefano entschieden. Also es war sowohl Sean Bailey, Stefano natürlich, aber auch Sepp Buin, der auch mitprobiert hatte, hat sich auch für die Variante von Stefano entschieden. Insofern muss es ja Dave Graham auch, ja, also muss es ja einen Ticken leichter gewesen sein. Ja. Kommen wir nochmals zurück auf 9C generell. Wenn man so beobachtet, was jetzt letzten Dezember so gelaufen ist in Spanien, da wurden ja die Routen von Will Bosey abgewertet. Du hast so ein bisschen so durchblicken lassen, wahrscheinlich nicht der Grad, den Will Bosey gegeben hat. Dann kam da Jakob Schubert und dann alles mal platt gemacht. Man hat so den Eindruck, es gibt jetzt 9C als Vorschlag und darunter findet so ein Abwertungsbattle statt. Was ist da los? Ja, ich glaube, es ist einfach daher, dass je schwerer man natürlich klettert, je schwerer der Grad wird, desto spezieller wird es. Also ich denke, ab dem Grad 9b ist es einfach sehr, sehr abhängig davon, ob es einem liegt oder nicht. Das heißt, wenn es beispielsweise jetzt einem wirklich liegt, dann kann es halt wirklich sein, dass eine 9b sich eher wie 9er Plus anfühlt. Und klar, dann sagt halt derjenige, ja, für mich ist es eher 9er Plus. Ganz oft geht dann die Kletter-Community mit dem leichtesten Grad, der ausgeworfen wurde, weil dann immer dieser Hype ums Downgraden passiert und dann sagen sie alle, ja siehst du, es ist 9er Plus, auch wenn vielleicht 5 Leute meinen, es ist 9b und einer meint, es ist 9er Plus, gehen sie dann trotzdem mit 9er Plus. Aber ich denke, das ist auch daher geschuldet, dass mehr Leute schwer probieren. Mehr Leute klettern und probieren die gerade 9a Plus, 9b, 9b Plus. Und da wird sich dann hoffentlich dieses ganze System an Graden irgendwann in Zukunft einpendeln. Aber ist es nicht so, dass du sagst, es einpendelt, jetzt traut sich doch kaum mehr jemand 9C vorzuschlagen? Weil die haben gesehen, hey, der Alex Megos hat 9C vorgeschlagen. Der wird abgewertet, da traut sich ja kaum jemand jetzt 9C vorzuschlagen, oder? Meinst du nicht? Das kann natürlich passieren, aber wenn jemand sich sicher ist, dass er vielleicht 2, 3, 9B Plusen geklettert hat und sich sicher ist, dass die Route, die er erst begangen hat, schwerer ist, dann finde ich, sollte deswegen nicht daran gehindert sein, auch 9C auszuwerfen. Ich meine, das ist ja wie gesagt immer nur ein Vorschlag. Und ich denke, in der Klettergemeinschaft ist es halt auch so ein bisschen verpönt, Sachen abzuwerten. Oder dann heißt es, ja, siehst du, die Routen von hier Will Bosey oder von Alex Megos werden abgewertet. Aber ich denke, das ist einfach der natürliche Schritt, irgendwann schwerer zu klettern. Und mal ganz ehrlich, so wenn ich an Will Boseys Stelle gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich King Capella auch mit 9B Plus bewertet, weil er hat La Capella, was ja mit 9B bewertet war, in 3 Tagen schnell über den Haufen gebügelt und dann hat er halt für das King Capella hat er dann, ich glaube, 15 Tage oder sowas gebraucht und hatte dann auch Probleme irgendwie bis zur ersten Echse zu kommen, weil bis er dann auf die richtige Lösung gekommen ist, hat einfach gedauert. Und klar, dann kommen natürlich Leute, die genau wissen, wie es geht, für die ist es natürlich leichter. Kommt mir etwas anderes in den Sinn. Also ich meine, beim Bouldern, wenn ich bouldern gehe, heute muss ich zugeben, schaue ich manchmal auch ein YouTube-Video, wie geht das, weil dann muss ich nicht lang rumpröbeln. Und wenn ich es dann mache, das ganze Rumpröbeln, das bleibt dir ja irgendwie haften als Scheiße, es muss schwierig sein, bis ich geschafft habe. Jetzt schaust du ein Video, gehst hin und riegelst. Also hat das auch einen Einfluss? Also ich denke, einen ganz großen Einfluss. Will hat zum Beispiel gemeint, bis er die Variante gefunden hatte, die für ihn funktioniert, bis zur zweiten Echse, mit so einem ziemlich hohen Drop-Knee, hat er 8 oder 10 Tage rumprobiert, weil man meint erstmal, wenn man am Feld steht, so muss es doch gehen und so ging es dann aber nicht wirklich, bis er dann diese neue Variante gefunden hat, sind einfach Tage verstrichen. Das heißt, er hat dann natürlich den Eindruck, boah, ich habe jetzt da ewig lang rumprobiert, das muss ja sauschwer sein. Dann komme ich natürlich her und schaue mir das Video von Will an, ich war ja auch mit ihm dort, er sagt mir, ja, so und so hat er es gemacht. Dann kann ich mal diese 10 Tage, die er gebraucht hat, um die Variante zu finden, die spare ich mir halt einfach.
Und das macht auch einen riesen Unterschied, wie man dann Routen bewertet. Also das habe ich auch festgestellt. Man hatte immer den Eindruck, je länger man probiert, muss der Grad schwerer sein. Aber ganz oft berechnet man nicht ein, dass man vielleicht einfach 20 Tage oder 30 Tage auf dem Holzweg war. Auf jeden Fall hat man jetzt das Gefühl, die Entwicklung, die scheint irgendwie nicht so voranzugehen. Also muss ja auch nicht. Ist ja okay, wenn es noch länger bei 9b Plus oder so stehen bleibt. Aber wir haben da mal eine Grafik vorbereitet, respektive Adam Ondra hat die mal irgendwo rausgelassen, die in diesem Zusammenhang noch spannend ist, wenn man sich so die Entwicklung der Klettergrade in den letzten 40 Jahren anschaut. Also seit 1979. So machen wir mal so, einen Strich bis 1990 und seit 1990 ist der deutlich abgeflacht. Macht Sinn, ne? Also wieso ging es da schneller bei 8a bis 9a als jetzt von 9a bis 9c? Ich denke, weil halt 8a nicht so schwer ist. Aber damals war das ja auch Limit. Das stimmt, aber ich denke, damals wussten die Leute, also ich meine, damals war der Sport relativ jung und neu. Damals werden Rekorde, sage ich mal, und schwierigere Grade fallen einfach. Also ich denke auch zum Beispiel für die erste 8a Plus oder 8b oder 8b Plus wurde weniger Zeit investiert vielleicht wie für die erste 9b Plus oder 9c. Also ich weiß zum Beispiel Wolfgang Güllich, als er die Erstbegehung der ersten 9a gemacht hat, Aktion direkt, hat er, glaube ich, auch nur 10 Tage probiert. Und heutzutage würden natürlich die Leute sagen, ja Moment mal, klar, er hat natürlich auch spezifisch trainiert, aber trotzdem war er in der Route nur 10 Tage drin. Heutzutage würde man sagen, ja, nach 10 Tagen ist ja noch lange nicht das Limit gewesen. Insofern denke ich, rücken wir einfach heutzutage näher ans Limit des Menschenmöglichen, aber auch des Kletterbaren. Meinst du, es hat auch damit zu tun, dass die Entwicklung zuerst rasant war, da eben so die Zeit von Wolfgang Güllich, hat man spezifisch zu trainieren begonnen, also schneller Fortschritt und jetzt machen das alle, also ist der Fortschritt nicht mehr so schnell? Ja, ich denke auch. Also hat ganz massiv damit zu tun. Früher sind die Leute halt einfach nur klettern gegangen und irgendwann haben sie dann gemerkt, okay, wir sind quasi eine ernsthafte Sportart, haben dann versucht schwerer zu klettern, haben spezifisch trainiert, das Material hat sich verbessert, es gab einfach mehr Leute, die geklettert sind. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn es jetzt einfach nur 5 Leute auf der Welt gibt, die klettern, dann ist es unwahrscheinlich, sage ich mal, dass einer von diesen 5 das Limit pusht. Wenn es jetzt aber 5 Millionen Kletterer gibt und die Zahl weiterhin steigt, wird die Masse breiter und mit der Masse wird auch die Spitze breiter. Und das, denke ich, wird sich auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren zeigen. Es wird wahrscheinlich in 20 Jahren einfach eine breitere Masse an Leuten geben, die 9a bis 9b Plus klettern und demzufolge dann auch hoffentlich und vermutlich mehr Leute geben, die 9c klettern, probieren, erst begehen. Was denkst du, wie wird sich die Kurve jetzt weiterentwickeln in der Zukunft? Ich denke, die Kurve wird immer flacher und bleibt halt irgendwann mal stehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch 9c Plus und 10a geben wird, weil es wird halt immer spezifischer und es wird dann einfach die richtige Person die richtige Route finden. Dann muss halt alles zusammenkommen, von Haut bis Bedingungen bis Fitness und so weiter und so fort. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass mit spezifischem Training Leute 9c Plus und 10a klettern werden. Danach schauen wir mal weiter. Dann ist Schluss, denkst du, 10a? Ich will nicht sagen, dass es dann Schluss ist, aber ich glaube einfach nicht, dass wir jetzt bis 10c kommen. Also zumindest nicht im nächsten Jahrhundert. Eine triste Prognose irgendwie, so das Ende der Entwicklung des Kletterns ist nah. Es ist ja noch 2 Grade, also mindestens. Ja, wir haben viel über Schwierigkeitsgrade und Routen gesprochen. Es gibt aber im Leben noch anderes. Du warst ja jetzt lange Zeit bei deiner Partnerin in der Ukraine. Du bist so quasi unser Vor-Ort-Reporter. Ja. Was geht da? Wie ist so die Stimmung vor Ort? Ja, im Moment, also jetzt die letzten 2 Tage hat sich, glaube ich, schlecht entwickelt, muss ich sagen. Also man munkelt und es gibt Gerüchte und Berichte, dass es ab Mitte dieser Woche, also jetzt übermorgen, losgehen soll. Und was das dann genau heißt, wenn es losgeht, weiß keiner so richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da die Russen einmarschieren werden. Und deine Partnerin, kommt die jetzt auch nach Spanien vielleicht besser? Oder? Ja, also ich denke, dass schon einige Leute versuchen werden, das Land zu verlassen. Das ist natürlich auch schwer. Ich meine, ihre Eltern haben eine Kletterhalle dort und die ganze Existenz ist quasi dort aufgebaut worden. Das einfach Hals über Kopf zu verlassen, auch nicht so ganz leicht. Also es ist eine schwierige Situation.
Das ist krass. Hättest du das gedacht, dass du eines Tages mal so mit Krieg konfrontiert werden wirst? Nee, also wenn man in Europa lebt, ist man weit davon entfernt, habe ich das Gefühl. Also es gab, wie gesagt, seit 70 Jahren oder was keinen Krieg mehr in Europa. Man hat irgendwie das Gefühl, dass es, ja, wenn dann irgendwo im Osten, dass es da Krieg gibt, aber nicht bei uns. Und dass man dann jetzt doch so damit konfrontiert wird, ist eine neue Erfahrung für mich auf jeden Fall. Keine schöne, muss ich gestehen, aber auch eine neue. Ja, das ist harter Tabak, was da abgeht. Verfolgen wir weiter. Du hast noch ein bisschen schönere News für uns, Dominik. Ja, genau. Der Petzl Rock Trip, der findet dieses Jahr erstmals seit langem wieder statt. Ich glaube, längere Pause gab es da. Und zwar im Mai in Griechenland. Wir werden auch dort sein, du denke ich auch. Ich auch, sehr schön. Also es sieht sehr cool aus. Manikia kenne ich gar nicht. Weißt du mehr? Ich weiß auf jeden Fall mehr. Ich denke, Manikia kennt man nicht, weil es wirklich nur 50 Häuser irgendwo in der Landschaft sind. Das ist ein ganz kleines Dorf. Aber wie halt ganz oft in Griechenland, viel Fels außenrum. Und das wird die neue Location für den Petzl Rock Trip. Also entsteht da ein neues Klettergebiet gerade? Wir hoffen, dass ein neues Klettergebiet entsteht. Also Petzl ist da sehr auf Nachhaltigkeit auch bedacht, dass es danach weitergeht, dass die Locals das Ganze am Laufen halten, dass es eigentlich wie Leonidio jetzt dann auch ein neues Klettergebiet wird, ja. Und du warst jetzt da auch mit einbauen? Ich war auch mit einbauen und einfach ja, Media-Content produzieren. Wir waren dort filmen, klettern, haben uns das Ganze angeschaut und ja, also ich kann sagen, das Einzige, was fehlt, sind Leute. Das werden wir ändern. Ja, Alex, du bist ja, glaube ich, halber Grieche, dein Vater ist Grieche. Halbgrieche, mein Turner. Vater ist Halbgrieche. Klär uns mal auf, was ist so dein Hintergrund da? Genau, also mein Vater ist Halbgrieche, mein Großvater ist Grieche und mein Vater ist auch zur Schule gegangen in Griechenland, dort aufgewachsen, dann aber nach Deutschland gekommen, hat hier studiert und insofern habe ich quasi ja, als Viertelgrieche griechische Wurzeln, kann ein bisschen Griechisch sprechen, aber ja, leider auch nicht ganz so gut, wie ich es gerne hätte. Also hattest du Einfluss auf die Wahl der Location beim Petzl Rock Trip? Nee, gar nicht. Also das war zufällig und das Petzl-Team hatte dort wirklich auch schon vor 5, 6 Jahren angefangen einzubohren und so weiter. Also die Vorbereitungen für den Petzl Rock Trip, die laufen wirklich schon seit längerer Zeit. Ja, Alex, du hast ja unter anderem dieses Engagement, diese Carrots for Power Shirts zu produzieren und den Erlös dann zu spenden. Du hast uns ein solches T-Shirt mitgebracht, du trägst es sogar. Kannst du das für uns unterschreiben? Wir würden es dann nämlich verlosen. Genau, und zwar verlosen wir es an die Person selbstverständlich, die uns die spektakulärste Karotte einsendet. Oh, das ist doch gut. Die kriegt ein T-Shirt zurück, unterschrieben vom Alex. Wir kennen ja jetzt die Kriterien, wie man diese Karotten auswählen muss, beziehungsweise ihr kennt sie auch. Also aber wenn die Leute das einschicken, dann müssen sie ein Foto von sich selber mit der Karotte in der Hand einschicken. Weil sonst kommen nämlich die Leute, die dann ganz clever sind, im Internet gucken nach coolen Karotten und dann sowas einschicken. Zählt natürlich nicht. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir gleich ein Problem mit dem Mikrofon. Mikrofon musst du kurz abmontieren. Ja, ich mal ab hier, lass ich mal fallen. So. Jetzt legst du das Mikrofon wieder kurz auf den Tisch. So. Also unten unterzeichnen oder irgendwo hier. Ja, perfekt. Soll ich was reintun? Ich denke, Nee, wenn du das passt einfach so schon. hältst, So halten? ja, dann ist es perfekt. So. Ja, sehr gut. Jetzt hast du kein Darf ich auch T-Shirt eine mehr. Karotte schicken? Du? Nein. Jetzt geben wir dir ein neues. Ich denke, ja, sonst wird es ein bisschen frisch da. Remo weiß mehr zu diesem T-Shirt, das wir dir geben. Genau, neben Bächli Bergsport und Petzl haben wir eben einen dritten Hauptsponsor, nämlich Etrefort. Kennst du die Marke? Nee, aber stark sein hört sich schon mal nicht so schlecht an. Genau, ich habe mir schon gedacht, dass du die Marke nicht kennst. Sie sind nämlich aus dem Parkour-Bereich, kommen die Jungs und Mädels. Die sind dort sehr etabliert und bekannt und die produzieren unter anderem T-Shirts, eben auch Hosen. Die fühlen sich dann an wie Leggings, sind aber Jeans
und Chino-Style-Hosen super cool zum Klettern. Von dem her sind wir mega happy, dass wir die jetzt mit im Boot haben. Ich würde sagen, Alex, mach doch du den Schluss. Du darfst sagen, dass die Leute abonnieren und liken sollen. Oh ja, sehr schön. Also wenn euch das gefällt, und das tut sicher, weil wir machen einen geilen Job hier, dann könnt ihr abonnieren, subscriben, liken, teilen, was auch immer ihr auf Social Media so machen könnt. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viele Jungs und Mädels da draußen jetzt unseren Kanal auch wirklich abonnieren. Der dürfte ruhig ein paar Abonnenten mehr haben. Und danke Alex von unserer Seite her, dass du hier warst, dass wir die Ehre hatten, dass du hier einen Stopp gemacht hast in Zürich. Wir sind ja hier im Büro von Gecko Supply. Ich würde sagen, wir gehen eine Runde bouldern. Da gibt es einen Boulderbereich, da hat schon der Fred Nicol für seine Projekte Leisten reingeschraubt. Die schauen wir uns mal an und gehen bouldern. Was meinst du? Das hört sich doch sehr gut an.